zum Beispiel Äste, Zweige oder Holzreste. Diese findet ihr im Garten und sie fallen eigentlich überall an. Hallo und herzlich willkommen hier bei Keep It Grün. Ich bin der Franz und heute reden wir über etwas, was euren Garten auf das nächste Level bringt. Kommt mit! Pflanzenkohle. Also, worum geht es heute überhaupt? Im allerersten Schritt werde ich euch erklären, was Pflanzenkohle ist und woraus sie hergestellt wird. Im zweiten Schritt erkläre ich euch, was sie kann. Und danach werdet ihr wissen, warum sie in keinem Garten fehlen darf. Und als drittes und letztes und sicher auch spannendstes werden wir sie selber zusammen herstellen. Das ist ganz einfach. Danach könnt ihr das alle zu Hause selber im Garten nachmachen. Los geht's! Jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, was ist Pflanzenkohle überhaupt? Pflanzenkohle, das ist einfach verkohlte Biomasse, also alles, was einmal gelebt hat. Äste, Zweige, Stöcke, Holzreste, wie sie ja im Garten, bei Schnittarbeiten zum Beispiel, sehr oft anfallen. Wenn die unter Sauerstoffausschluss verbrannt werden bzw. verkohlt werden, dann entsteht solche Pflanzenkohle. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich beim Garten, wo fällt denn da überhaupt Biomasse an, aus der ich Pflanzenkohle herstellen könnte? Das ist ganz einfach, denn sie fällt eigentlich überall an. Zum Beispiel hier als Totholz, was sonst verbrannt werden würde. Hier alte Holz- und Europaletten. Oder hier als Reste von Holzarbeiten. Hier die Reste von Heckenschnittarbeiten. Aber sie müssen natürlich ein bisschen getrocknet sein. Du siehst, in quasi jedem Garten fällt Biomasse an, aus der man Pflanzenkohle herstellen kann. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch Quellen für Biomasse, die wir nicht aufgeführt haben, aus der man Pflanzenkohle herstellen könnte? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Wie du diese Pflanzenkohle herstellst, dazu kommen wir gleich. Aber warum ist Pflanzenkohle denn überhaupt gut für euren Boden? Das ist ganz einfach. Pflanzenkohle hat viele positive Eigenschaften für euren Boden und somit auch für eure Pflanzen. Zum einen könnt ihr euch Pflanzenkohle wie eine Batterie vorstellen. Das heißt, sie speichert Nährstoffe und Wasser langfristig im Boden und gibt sie, zum Beispiel in den langen Dürreperioden im Sommer, an eure Pflanzen ab. Außerdem bietet sie ein wichtiges Habitat für Mikroorganismen. Die sind deshalb so wichtig, weil sie die Nährstoffe für eure Pflanzen mineralisieren, das heißt verfügbar machen, dass sie überhaupt erst aufnehmen können. Übrigens hat Pflanzenkohle auch noch einen ganz netten Nebeneffekt. Es ist nämlich so, Pflanzen nehmen im Laufe ihres Lebens sehr viel CO2 auf. Wenn wir jetzt aus diesen Pflanzen Pflanzenkohle herstellen, dann ist dieses CO2 als Kohlenstoff sehr stabil gebunden. Wenn wir es jetzt in den Boden einbringen, ist es da zum Teil für über 1000 Jahre. Und jetzt kommt der Clou. 1 Kilogramm Pflanzenkohle entspricht etwa 3,5 Kilogramm CO2. Das heißt, wenn du Pflanzenkohle herstellst, kannst du ganz aktiv etwas gegen den Klimawandel tun, indem du CO2 langfristig aus dem System nimmst und in deinem Boden bindest. Dich interessiert das Thema Pflanzenkohle? Dann haben wir dir einen sehr spannenden Ratgeberartikel von uns in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem haben wir schon eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Wenn du die hören willst, dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. So Leute, genug von der drögen Theorie, kommen wir endlich zur spannenden Praxis und jetzt werden wir unsere eigene Pflanzenkohle erstellen. Dafür brauchen wir genau 3 Dinge und die hat eigentlich jeder da. Zum einen Biomasse, Holz, Schnittreste, was auch immer, alles was mittelgut zumindest mal brennbar ist. Dann, zweiter Punkt, wir brauchen ein Gefäß, eine Schale, irgendwas. Dazu kommen wir später. Ich zeige euch, was man da benutzen kann und womit es am besten funktioniert. Und Punkt 3, Feuer. Ich denke, das kriegen wir alle hin. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass ich ein bisschen Holz sammle. Ich nehme euch mit und dann treffen wir uns wieder zum Pflanzenkohle herstellen. Los geht's! Kommen wir nun zur eigentlichen Herstellung der Pflanzenkohle. Dazu brauchen wir zunächst ein Gefäß.
Ich habe dazu diese Zinkwanne genutzt. Ihr könnt euch aber zur Not auch einfach ein Loch in den Boden graben. Wichtig ist nur, dass sie feuerfest ist. Außerdem habe ich ein paar Steine untergelegt, sodass im Rasen keine unschönen Flecken zurückbleiben. Im nächsten Schritt wird nun ein kleines Feuer innerhalb dieser Schale entzündet. Dazu nehmt ihr am besten das beste Holz, was ihr gesammelt habt. In diesem Fall die Reste von den Renovierungsarbeiten. Das Ganze wird dann entzündet und runterbrennen gelassen. Da könnt ihr auch immer wieder etwas nachgeben, bis sich ein solides Feuer ausgebildet hat. Ziel ist es jetzt, so lange zu warten, bis sich oben eine weiße Ascheschicht bildet. Das heißt, auch die Kohle anfängt zu verbrennen. Dann legen wir die nächste Schicht nach und warten, bis diese verkohlt ist. Nun heißt es abermals warten, bis auch diese Schicht runtergebrannt ist und anfängt zu aschen. Dann können wir, je nachdem wie viel Kohle wir am Ende haben möchten, noch eine Schicht drauflegen oder wir können bereits mit dem Ablöschen beginnen. Das Ablöschen mit Wasser ist deshalb so wichtig, weil sonst die ganze Kohle zu Asche verbrennen würde. Wie man das macht und wann der beste Zeitpunkt dazu ist, dazu kommen wir gleich. Diesen Vorgang des Nachlegens und immer wieder warten, bis es anfängt zu aschen, den könnt ihr jetzt natürlich beliebig oft wiederholen. Beliebig oft nicht, denn irgendwann ist die Schale voll, aber doch so oft wie ihr möchtet, bis ihr so viel Kohle habt, wie ihr braucht. Ein paar Tipps zwischendurch. Nutzt am besten Holz, was ungefähr gleich groß ist. So habt ihr nachher nicht das Problem, dass einige Holzstücke schon komplett verascht sind und andere noch gar nicht durchgekohlt. Außerdem ist es auch hilfreich, wenn das Holz ähnliche Eigenschaften hat. Das heißt, wenn wir zum Beispiel viel Eiche haben, dann braucht die natürlich viel länger, bis sie verkohlt ist, als Fichte oder Kiefer. Also ist es gut, wenn ihr ähnliche Holzarten miteinander verbrennt. Kommen wir aber nun zum Ablöschen des Ganzen. Dazu braucht ihr, je nach Größe des Gefäßes, etwa 20 bis 30 Liter Wasser. Abgelöscht wird dann, wenn sich an der Oberfläche wieder eine weiße Ascheschicht bildet. Ihr werdet natürlich nie den Zeitpunkt erwischen, an dem noch nicht zu viel verascht ist und gleichzeitig alle Holzstücke durchgekohlt sind. Diese Methode ist halt wirklich sehr einfach. Und so werdet ihr immer Stücke haben, die nicht durchgekohlt sind. Diese müsst ihr halt am Ende aussortieren. Am Ende das Ganze unbedingt noch einmal auf Glutnester checken. Hier kann es schnell passieren, dass man eine Stelle noch nicht abgelöscht hat. Dort beginnt dann die Kohle zu verbrennen oder aber im schlimmsten Fall eure Finger. Solltest du jetzt auf die Idee kommen, die doch sehr nasse Kohle trocknen zu wollen, dann lass dir sagen, das dauert wirklich extrem lang. Diese Kohle hält so gut das Wasser, dass sie, selbst wenn du sie in einen beheizten Raum stellst, extrem lange braucht, bis sie trocken ist. Also du kannst sie gerne nass verwenden für deine Terra Preta. Wie das geht, erklären wir dir in einem späteren Video. Also die Mühe braucht man sich eigentlich nicht machen. Zum Schluss solltest du die Pflanzenkohle noch zerkleinern. Das sorgt zum einen dafür, dass die Oberfläche deutlich vergrößert wird, zum anderen aber auch, dass die Pflanzenkohle ihre Stärken im Boden voll ausspielen kann. Als Größe solltest du hier im Idealfall Reiskorngröße anstreben. Jetzt haben wir die fertige Pflanzenkohle. Was aber noch ganz wichtig ist, die Pflanzenkohle niemals einfach so in den Boden einbringen. Denn ich habe euch ja erklärt, Pflanzenkohle ist wie ein Akku und den müsst ihr vorher aufladen. Zum Beispiel mit Kompost. Das heißt, ihr müsst die Pflanzenkohle mit Nährstoffen anreichern. Wie du die berühmte Terra Preta selber herstellen kannst, das erklären wir dir in einem späteren Video. Außerdem ist wichtig, dass du nur unbehandeltes Holz nehmen solltest. Denn was du für die Pflanzenkohle benutzt, das bringst du später auch in den Boden ein und du willst ja keine Kunststoffrückstände oder ähnliches in den Boden bringen. Also immer unbehandeltes Holz benutzen. Ich werde jetzt noch ein bisschen damit beschäftigt sein, diese Kohle zu zerkleinern. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben unten da. Außerdem haben wir hier ein Video, wie du deine eigene Permakultur planen kannst. Möchtest du unseren Ratgeber besuchen? Dann schau gerne hier rein. Und wenn du uns abonnieren willst, dann findest du da unten die richtige Schaltfläche. Also, bis zum nächsten Mal.